Boah, geil, ey, so ein Warthog, ey, den hätte ich so gerne aus Klemmbaustein. Hammer, Halo ist einfach nur cool. Boah, ich hätte den so gerne. Wieso? Du hast doch sowas. Schau hier. Schau an. Warthog, Mega Constructs, Halo, geil. Willkommen auf Einrichtung Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar118 und Freunde, heute möchte ich euch mal wieder ein Mega Construct Set vorstellen, aber diesmal eins aus meiner Lieblingscomputerspielserie, Franchise, wie auch immer man es nennen möchte, nämlich Halo. Und was ist das Coolste an Halo? Genau, der Warthog, beziehungsweise die Warthogs, denn heute haben wir hier zwei Sets. Einmal hier den richtigen Warthog und einmal hier so einen kleinen Buggy, nämlich einmal das Recon Getaway und einmal die Warthog Rally. Jeweils hier mit Spartan Soldiers, mit Eliten, mit Grunts, mit Schakalen und natürlich mit John 117, den coolsten Dude in einer olivfarbenen Metalluniform, möchte ich mal behaupten. Freunde, ich habe richtig Bock mit euch jetzt hier diese Sets aufzureißen und ich bin immer wieder überrascht, was für coole Lizenzen das Haus Mattel hier mit Mega Constructs umsetzt. Danke dafür nach Kanada. Ja, Freunde, fangen wir mit dem kleinsten Set an hier von Halo Mega Constructs aus der Pro Builder Serie. 123 Teile. Den Recon Getaway. Richtig cool ist an diesem Set, auch wenn es so klein ist, dass wir hier 4 Figuren haben. Wir haben hier 2 UNSC Marines und wir haben hier einen Elitenkrieger und einen Grunt. Und das Beste an diesem Set sind bei beiden, dass wir immer noch ein B-Modell haben. Pro Builder, 8 Jahre Empfehlung habe ich euch jetzt hier gezeigt. Wir schauen uns die Rückseite an. Das ist nämlich das Coolste, dass wir hier nämlich diesen Jetski-artigen B-Modell-Version-Verlauf haben. Hier auf dem QR-Code könnte man sich das alles nochmal angucken, also gerade die Anleitung. Hier sehen wir diese Lenkung mit der Gewichtsverlagerung auf der Achse. Wir sehen, dass wir hier ein SMG-Gewehr haben, eine Tactical Shootgun, ein Plasma Rifle und den Needler. Und den Needler liebe ich am liebsten. Also die Waffe klaue ich mir immer, wenn ich Halo zocke. Da ist unser Elite-Kämpfer, unsere 2 Space Marines auf diesen Buggy, der so ähnlich aussieht wie ein Mini Warthog und den Grunt. Hier sehen wir die Lizenzen Xbox und 343, die Entwickler ja vom Halo und die Seiten, da sieht man einfach auch nochmal das B-Modell. Hier sehen wir die Figuren, die dabei sind und der Rest ist wieder das Übliche, ich zeige euch mal nah, ist alles hier mit den zigtausend Sprachen, das Übliche. Aber richtig schönes Design, das gefällt mir immer. Das hat Mega Constructs immer die Designs der Anleitung und der Kartons wirklich so schön auf die jeweilige Lizenz anpassen. Ja, Freunde, dann machen wir den Karton gleich mal auf. Der hat hier 2 Kleber und auch hier so eine Haltelasche. Schneiden wir einfach hier auf. Zack, zack. Mit Messer muss ich immer aufpassen. Bei einem der letzten Videos habe ich erst durch euch gemerkt, dass ich mir fast die Finger abgeschnitten hätte. So, ihr dürft als erstes reingucken. Irgendwie ist das so ein schönes Boxdesign, also von der Größe her, irgendwie fühlt sich das an wie früher. So, bei Lego zum Beispiel. Da haben wir hier die Tüten. Karton geht zur Seite. Wir haben hier einen Space Marine. Wir haben hier den Elitenkämpfer. Da. Hier haben wir den Grunt. Immer mit der Kinderstimme, immer, ich mach dich fertig. Und hier haben wir noch einen Space Marine. Und 2 Tüten für das Fahrzeug mit dem Schwenksystem. Und hier, aha, guck mal, hier, sehr lang. Das sieht aus wie so, hier, den Gag muss ich bringen, meine Kreditkarten. Also, ich versuche es euch mal einigermaßen zu zeigen. Da seht ihr dieses 2 in 1. Da haben wir auch diesen Ski. Und dann halt hier so, hier sieht man die Teile, die benötigt werden. Die sehen wir mal oben. Oder hier, da sieht man es, wo man aufnoppt, ist immer farbig. Und dann geht das immer so weiter und am Ende hat man immer nochmal, wie man einen Teiletrenner benutzt, und da hinten sieht man nochmal die Figuren und die Teileübersicht, was verbaut wurde, und das Set nochmal komplett, und da wird erklärt hier das Schwenksystem. Aber das bauen wir gleich zusammen auf mit dem anderen Set, das ich euch jetzt dann gleich auch noch vorstellen werde. Kommen wir jetzt zum Hauptgang hier unserer Sets von Mega Constructs in der Halo Lizenz
aus der Pro Builder Series ab 8 Jahren, 314 Teile, Trommelwirbel, das Set GNB 25, die Warthog Rally. Freunde, ich liebe das Warthog und jeder, der einmal Halo gezockt hat, weiß, was ich meine. Es gibt nichts Schöneres, Schwammigeres zu spielen als dieses Fahrzeug und richtig cool. Vor allen Dingen waren das früher immer die Koop-Gefechte mit meinen Freunden Chris und Mirko. Ihr seid gegrüßt. Es hat immer so viel Bock gemacht. Richtig cool auch hier, dass wir ein B-Modell haben. Wir können noch ein zweites Set aus diesem Set hier eigentlich bauen, nämlich so ein River Patrol Boat. Wir haben natürlich hier einen Marine und wir haben hier unseren John 117, den coolsten Dude, was ich euch vorhin schon gesagt habe, den man in eine Metalluniform drücken kann mit goldenem Visier. Einfach nur cool. Ja, und last but not least noch 2 Schakal-Krieger. Ja, ich zeige euch den Karton, der mir leider schon beim hier Transport kaputt gegangen ist. Man sieht es. Trotzdem möchte ich euch die Rückseite zeigen. Ihr seht hier den Warthog. Wir sehen hier unseren UNSC Marine. Wir haben hier den Master Chief, den besagten John 117. Und wir haben hier die 2 Schakal-Krieger mit ihren Plasma-Kanonen, den SMG und der Assault Rifle. Die habt ihr vorhin schon im Intro kurz bei mir gehört. Da sehen wir das B-Modell, nämlich so ein River Patrol Boat und ein, quasi so der Falcon lässt grüßen, so ein Flugflügelgerät, Schubdings, was sich John Spartan hinten an seinen Rücken hängen kann. Ganz gespannt bin ich auf diese Federaufhängung, auf diese Einzelradaufhängung. Finde ich richtig cool. Und hier haben wir das GNB 40, das Set, was ich euch ja hier schon gezeigt habe. So, die Seiten wie immer unspektakulär, 2 in 1. Die Unterseite wieder viele verschiedene Sprachen. Und hier sehen wir auch wieder die Figuren. Und von oben, ist der Karton mir leider kaputt gegangen. Was ich euch noch sagen möchte, ist, dass beide Sets aus dem Jahr 2020 kommen. So, jetzt packen wir das zur Seite und machen das hier aber einmal auf, dass ihr auch reingucken könnt. Ich habe es hier wieder ein bisschen zugeklebt, damit wir doch ein bisschen Effekt eines Öffnens haben. So, könnt ihr reinschauen, seht wie immer wahrscheinlich nichts. Da haben wir die Tüten. Ui, Tüte 3 strahlt mich als erstes an. Und wir haben hier, diese Support-Tüte nenne ich die immer, wo halt so Steine drin sind, die man immer braucht und die Figuren meistens. Wir haben Tüte 1, Tüte 2, Tüte 4 und Tüte 3. Die packe ich mal so an die Seite und wir haben hier die Anleitung auch wieder 2 in 1, so fast DIN A4 Größe und auch wieder so im dunklen Design der Lizenz designt. Hier sehen wir auch wieder, was man wie wo machen kann. Die Tüten, der Teiltrenner wird erklärt. Es wird erklärt, wie wir die Figuren zusammenbauen. Meistens sind sie aber schon grob zusammengebaut. Und dann sehen wir auch hier wieder, welche Tüten werden gebraucht und welchen Stein noppen wir wie wo auf und vor allen Dingen, welche Steine brauchen wir. Hier im Hintergrund, ich hoffe, das seht ihr ein bisschen, das hat man so Schaltkreise, so ein bisschen Halo-Optik. So, dann schauen wir mal rum, ganz nach hinten. Ach, hier sehen wir übrigens die Sets, die es noch so gibt. Und die werde ich euch auch noch vorstellen, bis auf diesem Landungsschiff. Das werde ich euch noch vorstellen und auch diesen Banshee werde ich euch noch vorstellen und das kommt ja gleich. Das ist die Rückseite halt. Hier sehen wir auf den letzten Seiten immer die Teilübersicht. Die schaue ich mir immer ganz besonders an, weil es halt immer viele schöne Teile gibt, die man so bei Lego zum Beispiel gar nicht kennt oder bei Kobi. Und da lese ich mich immer ein, damit ich beim Suchen, beim Bauen nicht so ganz durcheinander komme. Und dann hier die letzte Seite oder vorletzte Seite dann das fertige Gerät. Und wir sehen auch, wir haben 43 Bauschritte auf 28 Seiten, bis unser Warthog fertig ist. Das B-Modell, habe ich euch vergessen zu sagen, genau wie beim anderen auch, über den QR-Code auf dem Karton könnt ihr euch die Anleitung dort ziehen. Ja, Freunde, ich habe jetzt gleich richtig Spaß, denn ich kann erst einen kleinen Warthog bauen und dann den großen hier, Freunde. Ich bin wirklich so ein Halo-Nerd. Ich freue mich richtig und freue mich, euch auch hier ein bisschen an meinen Spaß dran teilhaben zu lassen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute müssen wir natürlich über die Geschichte von Halo reden. Das ist ein etwas größeres Unterfangen und damit das hier nicht zu lang wird für dieses Video, für diese 2 kleinen oder relativ kleinen Sets, werde ich die Geschichte aufteilen. Wir hören also heute einen Teil und in den nächsten Videos, die auch das Thema Halo haben, erfahrt ihr immer etwas mehr von dieser Geschichte. Also heute quasi die Halo History Part 1 und dann in den nächsten Folgen die weiteren Teile. Bitte auch nicht wundern, wenn wir jetzt hier Begrifflichkeiten nennen, die ihr so vielleicht noch nicht kanntet, also Halo Wars oder Halo Reach. Das sind 2 Computerspiele, also 2 Games, die den ersten Teil quasi darlegen, damit ihr versteht, wo die Reise hingeht. Denn die eigentliche Halo-Trilogie, die folgt dann im zweiten Teil.
Halo spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die Menschheit einen erbitterten Krieg führt gegen Außerirdische. Die Ereignisse von Halo Wars werden losgetreten, als die Kolonie Harvest am 11. Februar 2525 angegriffen wird. Dieser Tag markiert den Beginn des großen Krieges zwischen der Allianz und der Menschheit. Die Allianz ist ein theokratisches Bündnis außerirdischer Rassen. Sie folgt den Lehren der Blutsväter, einer uralten Rasse, die vor vielen Jahren die Galaxie besiedelte und die Halos konstruierte. Diese Ringwelten, also die Halos, sind ein Waffensystem, das das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen kann. Die Blutsväter vernichteten sich selbst vor vielen hunderttausenden Jahren im Krieg mit der Flood, einer aggressiven Rasse von Parasiten. Die Allianz glaubt, dass die Halos heilig sind und sie auf die nächste Bewusstseinsebene, die große Reise, führt. Auf Harvest entdecken sie aber Beweise, die ihren gesamten Glauben widerlegen. Um die Wahrheit zu verschleiern, zettelt die Allianz einen Krieg mit den Menschen an und erklärt sie zu Ketzern. Die Spirit of Fire, ein Raumschiff, verhindert im Krieg die Aktivierung einer uralten Flotte von Blutsväternschiffen, mit denen die Allianz die Menschheit überrannt hätte. Seitdem gilt das Schiff als verschollen. Die Menschen werden immer weiter zurückgedrängt, bis die Allianz den Planeten Breach angreift, die letzte Kolonie vor der Erde. Mit dem Raumschiff Pillar of Autumn, an dessen Bord der Master Chief und die KI Cortana sind, gelingt gerade noch die Flucht. Der Chief wurde als Kind von einer geheimen Abteilung des Militärs entführt und im Spartan-Programm genetisch verbessert, um in besonders riskanten Missionen eingesetzt zu werden. Die Wissenschaftlerin Dr. Hazley ist für das Programm verantwortlich und hat auch Cortana erschaffen. Freunde, ich denke mal, ihr wisst, dass mit Spartan der Master Chief, der John 117, der maßgebliche Held der Reihe gemeint ist. Und auch ein Fakt, den ihr wahrscheinlich schon wisst, ist, dass Cortana, die weibliche, bläuliche, künstliche Intelligenz aus Halo, das Microsoft Pendant zu Siri ist. Also jeder, der einen Windows 10 Rechner hat, hat auch Cortana im Bauch und die basiert quasi als Hommage auf eben die Figur aus den Halo Games. Wir machen jetzt hier Ende und die eigentliche bekannte Halo-Trilogie, das besprechen wir dann in den nächsten Videos, die ich euch rund um das Thema Halo bzw. Mega Constructs vorstellen werde. Jetzt genug geredet, es sind fast 4 Minuten. Freunde, viel Spaß jetzt bei den Reviews zu diesen 2 tollen Sets. Freunde, da haben wir unseren Recon Getaway, 123 Teile, das Set GNB 40 von Halo Infinite bzw. Mega Constructs. Da haben wir unser Fahrzeug mit dieser typischen, Mega Constructs Knick-Lizenz, die wir ja auch bei den Hot Wheels kennen. Finde ich ziemlich cool. Das Fahrzeug ging schnell zu bauen und eigentliches Highlight bei diesem Set sind natürlich die Figuren. Hier unsere beiden Marines, die beim Zusammenbauen ein bisschen, nicht tricky waren, aber die sind halt mal zusammengebaut und mal muss man noch Teile dran klöppeln. Das ist immer unterschiedlich. Und hier ganz cool natürlich unser Elite-Krieger und unser Grunt. Richtig cool mit den Needler, meine Lieblingswaffe vom Halo aus dem Game, ich habe es euch gesagt. Die Figuren gefallen mir richtig gut. Wir hatten hier nur 2 Teile über, das waren diese Stands. Richtig cool und natürlich Teiletrenner. Die Anleitung, habt ihr gesehen, war ein Faltblatt, ist so ein, Kalenderchenblatt, wie man es von früher eigentlich auch bei Lego kannte, so ein bisschen. Bei den kleinen 5-Mark-Sets, sage ich mal. Mir gefällt diese Knicklenkung richtig cool und natürlich diese olivgrünen glänzenden Steinchen. Das ist ein schönes Mitbringsel, schöner kleiner Gag, wenn man jemanden kennt, der auch gerne Halo zockt. Zum Geburtstag, zum Jubiläum in der Firma, wie auch immer. Ich finde es cool, hat Spaß gemacht zu klemmen und vor allen Dingen ist es das richtige Amuse-Gueule für den jetzt gleich kommenden Warthog. Freunde, da geht's hier los, unsere Warthog Rally, das Set GNB 25, 314 Teile, Pro Builder, Halo Infinite Lizenz, Mega Constructs Kanada. Freunde, es ist das ikonische Fahrzeug aus Halo und wir haben hier den Master Chief. Es hat so Spaß gemacht zu klemmen und vor allen Dingen, und das ist richtig cool bei diesem Fahrzeug, ist die Einzelradaufhängung, die wir hier bauen, die richtig cool gefedert ist. Also wir haben hier immer so 4, Maulschlüssel pro Rad und ein Gummiform, haben dadurch diese coole Federung und das pro Rad einzeln. Also ihr habt es vielleicht im Bild gesehen, ich versuche es euch mal zu zeigen, ich weiß, wie die Kamera es rankriegt. Also richtig cool hier
Das macht richtig Spaß. Das Fahrzeug ist also wirklich quasi fast genauso geländegängig und vor allen Dingen auch hier gefedert wie in echt. Und dann noch diese coole Mega Constructs Qualität von den Steinen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und hier den Master Chief John 117 an der Rail-Kanone, richtig cool. Ihr seht ihn, diese Figuren sind der Hammer. Ihr habt es im Bild auch hier gesehen. Hier musste man die Figur richtig zusammenbauen. Ich nehme sie einfach mal raus, weil sie ist einfach nur mal die ikonische Figur. Das ist das Ding, die Figur, warum man dieses Spiel spielt, weil man diesen Herrn einfach so cool findet. Ich lege ihn mal auf meine Hand und hoffe, dass die Kamera ihn gut einfängt. Richtig toll. Also das macht Mega Constructs gut mit den Figuren, gerade hier in diesen Pro Builders beziehungsweise in den Black Series, richtig cool. Also Black Series bei zum Beispiel Game of Thrones und hier mit der Pro Builder Serie, also gerade bei Halo, muss die Figur auch genauso aussehen. Der Marine sieht genauso aus wie der Marine vorhin oder die Marines vorhin bei unserer Recon-Geschichte beim kleinen Fahrzeug. Also hier, das ist ein ähnlicher Typ, nur mit hochgekrempelten Ärmeln. Nochmal zum Vergleich, ne? Marine und Marine, Schulterpolster und nur hier hat er halt die Ärmel hochgekrempelt. Wir haben hier vorne ein bedrucktes Teil, das könnt ihr jetzt nicht gut sehen. Ach, ich hole mal die Figur einfach raus. Also, dass das Fahrzeug einfach mal komplett seht ohne die Figuren, weil es ist wirklich das ikonische Fahrzeug. Wir haben also hier ein bedrucktes Teil für das Cockpit. Wir haben hier eine schönes Formteil, so eine Windschutzscheibe, die auch sehr, sehr klar ist, die wir hier festklemmen. Wir haben die Maschinengewehre, die wir hier so ranklöppeln können. Wir haben hier sogar so eine Art Antenne bzw. Halteleine, wo Sie dran fassen können. Also ich finde wirklich mit den Mega Constructs Steinen das umgesetzt, was geht. Die schöne oliv-metallic-grüne Farbe. Hinten 3 Kanister für Treibstoff jeder Art und dann natürlich hier einfach richtig cool gefedert. Hammer. Richtig cool. Und dann natürlich, was gehört noch dazu zu Halo? Wir haben hier ein paar Schakalkrieger mit Plasmaguns und mit ihren Schilden. Richtig nice. Also wir können hier wirklich so manche Halo-Schlacht nachspielen. Und es gab hier auch wieder Teiletrenner. Das ist ganz cool. Und was ich am geilsten fand eigentlich, ist, dass wir ähnlich wie bei anderen Klemmbausteinherstellern erstmal das Fahrzeug quasi ohne Rädern so aufgebockt gebaut haben auf diesen Steinen und dann später erst die Räder hinzugefügt haben. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Quasi dieses, wie man es kennt in Chicago, wenn die Räder geklaut werden. Also hier so drauf. Aber das habt ihr ja vielleicht im Bild gesehen. Und was auch immer richtig schön ist bei Mega Constructs, wir haben viele Steine über. Hier gerade diese Antriebsgeschichten und auch sogar hier ein paar olivgrüne Fliesen. Richtig nice. Also ein schönes Set. Es ist ikonisch. Jeder Gamer, jeder Zocker, der Halo so mag, der aus meinem Alter kommt, vielleicht der früher viel Konsole gezockt hat und jetzt auch vielleicht wieder angefangen hat. Es gibt ja wieder neue Teile, wie gesagt, wie dieses hier, wo die Lizenz drauf basiert, was der kommt. Ach, einfach geil. Oder die Anniversary Edition, die ich auf dem PC gerade zocke. Also für jeden Halo-Fan ist dieses Fahrzeug, glaube ich, einfach das Nonplusultra. Natürlich gibt es die coole Pelikan, aber für mich ist der Warthog das, was es ausmacht, neben natürlich John 117. Und ich habe es jetzt. Dankeschön da an Modbrex und an Mega Constructs. Richtig cool. Ich hoffe, ihr habt könnt ein bisschen meine Begeisterung fühlen. Was jetzt noch fehlt, wäre Cortana natürlich. Aber hey, die habe ich ja auf meinem PC. Egal. So, Freunde, ich werde jetzt wieder das Fahrzeug bemannen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir uns gleich wieder in die Augen schauen. Das war jetzt doppelt gemoppelt, aber so ist es. Ja, Freunde, da ist das Video auch schon zu Ende und wir müssen uns beeilen, bevor die Allianz kommt und hier alles verglast wegen der Flot. Kleiner Gag für alle, die sich im Halo-Universum ein bisschen auskennen. Freunde, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, wie sehr ich mich freue an alle Lego- und Nintendo-Fans, die sich freuen, dass es da eine Kooperation gibt. Ihr könnt vielleicht nachvollziehen, wie cool ich es finde, dass Mega Constructs hier die Halo-Lizenz hat. Und ich habe jetzt meinen eigenen Master Chief mit dem kultigsten Kultfahrzeug in diesem Gaming-Bereich, nämlich den Warthog. Aber Freunde, was fällt euch denn noch an kultigen Fahrzeugen rund ums Gaming ein? Oder was sind eure Lieblingsgames? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Natürlich dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr generell von diesem Set haltet. So Freunde, ich werde jetzt hier das Video pausieren, werde noch ein bisschen zocken und dann erst schneiden und dann seht ihr dieses Video irgendwann. Und dann wisst ihr genau, der Jörn hat blaue Finger, wunde Däumchen, weil er sich die Nächte wieder auf irgendeiner Halo-Installation um die Ohren geschlagen hat. In diesem Sinne, Freunde, immer ein gutes Trefferglück. Bleibt gesund, habt euch lieb, aber haltet Abstand. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.